Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine Tasche häkelt. Die Tasche hat zwei Magnetenverschluss da. So sieht das innen aus. Ich habe zwei Farben ausgewählt. Boden und Seiten sind in weiß. Und Abmessungen für diese Tasche sind: in die Breite es ist 24 cm, in die Höhe 18, 19 besser zu sagen, ja 18 cm. So, die Seitenteile sind 5 cm und das Boden auch dann 5 cm. Diese Tasche wiegt 450 Gramm und habe ich ungefähr 350 Meter gebraucht. Ich habe mit Cotton Cord von Krobeck gehäkelt. In eine Knäuel 200 Gramm, 150 Meter. Also ich habe eine weiße, eine hellbeige und noch von anderer hellbeige ungefähr noch 50 Meter verbraucht. Also zwei ganze Knäuel und noch ein bisschen von der dritte. Können Sie nach eurer Garn orientieren ungefähr. Ich habe mit Häkelnadel 4,5 gehäkelt. Kann man ruhig auch mit 5 diese Garn häkeln. Als erstes häkeln wir kleine Teile. Insgesamt 5 Stück. Eine kleine Teil besteht aus 28 Maschen. Für Anfang brauchen wir 29 Luftmaschen. Also wir häkeln Kette aus 29 Maschen. Einen Knoten machen und ab jetzt 29 mal zählen. Erste Reihe. Drehen Sie den Zopf um und schauen Sie hier diese Stelle. Diese Stelle werden wir häkeln. Direkt nach dieser ersten Masche diese Stelle überspringen und hier erste Masche häkeln. Genau da. Eine Kettmasche häkeln. Dann in die nächste. Und es wird nur mit Kettmaschen gehäkelt. Und so weiter. Insgesamt bis zu Ende wird 28 Maschen sein. Am Ende eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum. Ab jetzt wird es gehäkelt nur unter der einen Faden, und zwar hier. In jeder Masche unter der einen Faden. Und schauen Sie am Anfang, wo die bewegliche Masche rauskommt, hier häkeln wir nicht. Wir gehen in die nächste hier. Also unter der einen Faden durchziehen und durch diese ziehen. Und so weiter. Kettmaschen häkeln. Insgesamt wird wieder 28 Maschen sein. Ich rate ab und zu Reihen Maschen nachzählen. Wenn schnell man häkelt, dann kann sein, dass eine oder zwei Maschen geht verloren. So. Und bis zu Ende jetzt. Hier am Ende Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum. Reihe Nummer 3. Und jetzt geht es immer dasselbe, nur im hinteren Wand hier unter der einen Faden Kettmaschen häkeln. Und wir brauchen insgesamt 10 Reihen. Also da sind 10 Reihen und ich messe nach. Es ist
4,5 cm bei mir. So ungefähr. So, und häkelt ihr Reihe zu Reihe, insgesamt 10 Stück. Und wollte ich noch sagen, hier am Ende, allerletzte Masche, schauen Sie, diese wird immer so faden stehen, das ist Ende. Und allerletzte Masche, hier unten, die versteckt sich immer. Hier, die bitte auch nicht vergessen. Und wie gesagt, ab und zu zählen Sie nach, es soll 28 Maschen sein. So, und er häkelt selbstständig 10 Reihen in die Höhe und so welche Teilchen brauchen wir 5 Stück. Am Ende von Reihe Nummer 10 mache ich noch eine Luftmasche, ziehe ich das raus, abschneiden. So, schauen Sie, hier war Anfang, hier war Ende. So, jetzt diese Endstücke durch mehrere Maschen ziehen, so runterziehen und unbedingt vernähen. Also alle Endstücke verstecken. Wenn kleine Teile fertig sind, als nächstes häkeln wir 4 große Teile. Und das geht genau das gleiche Prinzip wie mit kleinen Teilen, nur Maschenanzahl hier wird 35 Maschen sein. Für Luftmaschenkette am Anfang braucht ihr 36 Maschen. Und dann häkelt ihr dasselbe, 10 Reihen in die Höhe mit 35 Maschen, insgesamt 4 Stück. Jetzt brauchen wir Maschenmarkierer und wir werden alle diese Teilchen zusammenbringen. So, 4 größere so legen, kleinere von unten, erst an die Ecken fixieren und hier. Und Sie können nachzählen. Hier bei dieser Seite werden 7 Maschen sein, die gehören zu diesem weißen Teil. Also, nochmal zeige ich. Bei Masche Nummer 1 zählen, also hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also praktisch das ist die letzte Masche, welche wird hier verbunden. Das ist die erste, die wird hier verbunden. So rum. Okay, dann kommt die nächste weiße Teil. Es wird von unten sein. Zählen Sie weiter 7 Maschen hier und markieren Sie auch hier zusammen. Damit das nicht rausfliegt, noch eine Masche reinsetzen in die erste. Also praktisch verbinden wir die erste Masche und die letzte Masche. Hier auch erste und die letzte. So, dann nächste kommt nach oben. Auch hier die erste und die letzte Nummer 7. So, und jetzt alle letzte. So rum. Okay. So, und hier nicht vergessen, alle erste von diesen Teilchen auch zusammenführen. So, erste haben wir geschafft. Die nächste wird umgekehrt sein, also die wird oben, das geht nach unten, so, und das geht nach unten, so rum.
Und hier genau dasselbe. 7 Maschen von dieser Seite gehören zu diesen Teilchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das kommt hier rein. Dann fixieren wir das. Erstmal erste. Und dann die 7. Geschafft. Und genau dasselbe macht man auf die Seite. Hier, also hier erste und letzte auch. 7 mal hier, 7 mal da. Also egal auf welche Seite er kommt, zu ein Teilchen hier gehört 7 Maschen auf die Seite. Sie können sich so orientieren. Dann die nächste kommt wie die erste, von unten. Dann kommt das und so. Und die nächste kommt hier so rum. Und zuerst muss man alle diese Teilchen zusammenziehen und fixieren und dann am Ende die letzte. Damit hier keine Öffnungen bleiben. Eine nach anderem langsam alles fest fixieren. So. Und auf der Seite ist auch genauso wie hier. Es werden auch 7 Maschen zu jeder dieser Teilchen gehören. Also einfach alles verbinden. Als nächste Etappe häkeln wir diese Deckel mit Kettmaschen um. Als zweite Variante kann man auch mit Festmaschen das umhäkeln. Es ist andere Optik, können Sie ausprobieren, was ist Ihnen lieber. So, suchen Sie aus, wo wird oben sein, wo wird unten sein. Sie können auch wenden und schauen, was ist Ihnen lieber. Also mit Oberteil nach oben. Ich fange hier an, bei dieser Ecke. Maschenmarkierer weg. In die erste Masche von diesen 7 Stück, hier in die erste Masche reingehen. Unter die 2 Faden. Und hier auf diese Teilchen suchen Sie immer irgendwelche Stelle. Es kann sein, dass immer in diese Stelle kommt oder auch diese muss man nehmen. Also insgesamt soll 7 Stück hier sein. Und als erste gehe ich hier direkt in diese Ecke. So. Eine Masche ziehen. Und dann in die nächste, schauen Sie, nächste Masche hier, unter die 2 Faden, dann hier rein, durchziehen und durch diese Masche ziehen. Dann in die nächste, hier und da. Bis man alle 7 Maschen zusammen das gehäkelt hat. So, schauen Sie, ich habe noch 3 und hier sind noch diese Stelle, nehme ich dann diese und diese. Also hier kann ich noch greifen. Hier. Und die letzte 7. Markiere weg. Hier unter die 2 und hier in diese
letzte Masche. Und versuchen Sie diese Masche immer gleich lang zu halten. So, 7 Stück habe ich hier gemacht. Und weiter geht's hier bis zur Ecke. Macht ihr selbstständig. Also, wie gesagt, in jede Masche 7 Mal reinstechen. Jetzt hier in die Ecke, schauen Sie, 7 Maschen, dreht man das rum auf die Seite und häkelt man jetzt hier weiter, diese genau 7 Maschen. Da wir hier schon in diese Masche gehäkelt haben, also letzte Masche von da, ist die erste Masche von hier. Da, sehen Sie. Aber trotzdem gehen Sie da rein und hier in eine andere Stelle reingreifen, damit das nicht direkt rausfliegt. Und eine Masche häkeln. Dann die nächste. Und so weiter. Alle 4 Seiten jetzt umgehäkelt und die letzte Masche hier. Ich ziehe diese Masche durch, wo die allererste war. Also genau in diese Stelle reinkommen und diese Masche auf die andere Seite durchziehen. Dann sieht das abgeschlossen aus. So. Und hier ich schneide diese Garn ab, weil weiter häkle ich mit Beige. Falls ihr weiter mit derselben Farbe häkelt, dann ziehen Sie das noch so weiter raus. Und dann Garn durchziehen und wieder zurückziehen. So. Eine Knote hier machen. Und abschneide ich das. Diese Endstücke hier weiter ziehen, verstecken und vernähen. So, falls ihr aus Baumwolle gehäkelt habt, so wie ich, rate ich mal auch diesen Deckel auf diese Etappe zu bügeln. Mit ordentlich Dampf von beiden Seiten, ein bisschen auf die richtige Stellen alles ziehen. Hier, damit keine Öffnungen hier entstehen. So. Und dann Garn bringt ihre endgültige Form an. Noch eine Sache, falls ihr mit anderem Garn häkelt oder auch ein bisschen fester häkelt als ich, es kann sein, dass hier ein bisschen mehr Luft entsteht. Das ist auch kein Problem. Ziehen Sie so alles so dicht wie möglich zusammen. Dann kann man mit Wollnadel von anderer Seite durch ein paar Stellen hier zusammennähen, damit das mit dem Tragen nicht auseinander weitergeht. Also es bleibt alles fest sitzen, falls ihr das nötig habt. So, und weiter geht's. Von hier fangen wir mit Taschenkörper an und häkeln weiter in die Höhe hier. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar als erstes, falls ihr mit anderem Garn häkelt, mit anderer Maschenanzahl und so weiter, so können Sie auch orientieren. Erstmal messen, wie groß eure Deckel ist. Also so viel braucht man auch hier in die Breite haben. Ich habe 24 cm. Und
weiter häkeln wir mit dem Muster. Diese Muster habe ich auch ein kleines Beispielstück vorgehäkelt. Mit diesem Muster häkle ich weiter. Und das ist zum Vergleich. Die 2 Reihen habe ich einfach mit festen Maschen gehäkelt. Sehen Sie Unterschied? Dieses Muster ist dicker. Einfach Festmaschen dünner und mehr flexibel als diese Muster. Und das habe ich extra ausgewählt, damit der Taschenkörper gut Form hält. So, und diese kleinen Muster muss man unbedingt häkeln, damit man ausrechnen kann, wie viele Maschen hier müssen sein. Jetzt zurzeit habe ich 35 Maschen hier. Aber nachdem ich Muster gehäkelt habe und ausgerechnet, wie viele Maschen in diese 24 cm mit diesem Muster sein soll, dann habe ich 8 Maschen zu viel. Und jetzt schauen Sie, ich erkläre, wie ich das ausgerechnet habe. Kleine Muster häkeln. So, dann finden wir heraus, wie viele Maschen hat man in 10 cm. Also hier 10 cm, hier habe ich angefangen. Und insgesamt es ist 11 Maschen bei mir. Also, dann habe ich aufgeschrieben, in 10 cm, ich habe 11 Maschen. Dann teile ich diese 11 durch 10 und bekomme ich eine Zahl, 1,1 Masche in 1 cm habe ich. Da ich brauche 24 cm in die Breite, dann mache ich das 24 mal 1,1, also diese Zahl, und komme ich auf diese Zahl 26,4, habe ich in Größe abgerundet, also 27 Maschen. Jetzt zurzeit habe ich 35 Maschen, aber ich brauche 27 Maschen. Also 8 Mal muss ich Abnahme machen. Das Unterschied besteht, weil das sind verschiedene Muster. Also schauen Sie, diese Muster und diese Muster. Diese Maschen sind breiter als hier eine Masche. Und deswegen, wenn ihr direkt hier weiter Masche zu Masche häkelt mit 35 Maschen, dann wird diese Breite so weiter häkeln. Also es wird nicht gerade sein. Um die 24 cm rauszukommen, müssen wir 8 Mal Abnahme machen. Also, ich drehe auf die andere Seite um, weil ich fange von linker Seite zu häkeln, hier. Und ich habe 8 Maschenmarkierer. Erste markiere ich Anfang und Ende. Da kommt direkt Abnahme. Bei der ersten und bei der letzten kommt dann. Und häkeln werden wir genau an die Stellen wie vorher diese Kettmaschen, aber wir gehen nicht durch, wir lassen diese Kettmasche ganz oben und häkeln wir hier unter die 2 Faden. Hier, sehen Sie, diese 2 Faden und nehmen wir diese braune auch bei mir. Ja? Und diese Kette bleibt von vorne. Also hier wird es gehäkelt. Und diese weiße hier bei mir sind 35 Stück. So, und jetzt diese restliche 6 Stück. Ich zähle nicht nach Maschen, ich lege einfach nach Augenmaß, dass der ungefähr gleich wird. Hier, da, hier auch. So, und hier die restlichen 2.
So, wie gesagt, wenn ihr anders gehäkelt habt, kann sein, dass ihr weniger Abnahmen hier habt. Wenn man mit T-Shirt-Garn häkelt, ist ganz wenig Abnahme, weil das auch dickeres Garn ist. Okay, na fangen wir dann an. So, orientieren Sie sich immer an diese weiße Zopf mit Maschen und erste Maschenmarkierer wegmachen. Hier unter die 2 Faden, hier bei dem braunen und diese Zopf lassen wir vorne. Zieht man Masche raus. Da wir hier Abnahme haben, dann direkt in die nächste. Hier unter die 2 Faden, hier in die braune, Masche rausziehen und dann die beide zusammen häkeln. So. Dann geht es weiter bis zur nächsten markierten Stelle. Fest Masche, eine da, eine da. Ein bisschen fest habe ich gehäkelt. Jetzt habe ich Problem, das rauszuziehen. So, der nächste. Und hier jetzt schon markierte Stelle. Da mache ich Marker weg. Und die nächsten 2 häkle ich auch zusammen. Hier diese braune. Und hier. Wer auch so fest wie ich gehäkelt hat, kann auch eventuell unter dem nur weiße gehen. Ist auch kein Problem. So, und dann alle 3 auf einmal häkeln. Abnahme gemacht. Dann in die nächste. Hier unter die 2 und hier. Und so häkelt man diese ganze Seite mit Festmaschen. So, jetzt nächste markierte Stelle. Hier wird umgekehrt jetzt braun vorne sein und das weiße hier. Abnahme, also drauflegen, hier in die nächste und alle 3 auf einmal. So, abgenommen. Dann weiter. Und am Ende bei mir soll es 27 Maschen sein. Hier am Ende, Liste Maschenmarkierer weg, 2 Maschen geblieben. Hier unter die 2 Faden. Und hier letzte. Alle 3 auf einmal. So. Am Ende eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum. Die nächste Reihe ist auch vorbereitende Reihe für eigentliche Muster und man häkelt das nur unter der einen Faden. Also 27 Maschen in meinem Beispiel häkle ich jetzt zurück mit Festmaschen. Hier unter der einen Faden Festmasche häkeln. Hier am Ende, auch in dieser letzten Masche, eine Festmasche häkeln, eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum. So, jetzt schauen Sie, jetzt beginnt eigentliche Muster an, und zwar, man häkelt weiter in diese hintere Wand unter der einen Faden und nimmt man jetzt diese Stelle von unten, also Festmasche häkeln, oben, unten
und fertig. So häkelt man diese Muster. So. Und bis zu Ende von dieser Reihe und insgesamt 27 Maschen. Alle letzte Masche, schauen Sie, die liegen immer direkt so zusammen. Also diese Stelle und diese Stelle. Direkt nebeneinander. Ab und zu kann sein, dass diese kleine Masche wird so versteckt ganz nach unten liegen. Ziehen Sie das raus. So, diese zwei Faden. Eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum und so weiter häkelt man den Körper von Tasche. Also hier oben, hier erste unten. Mit Hin- und Rückreihen und ab und zu zählen Sie die Maschen nach. Nicht, dass ihr ein oder zwei verlieren. Und so sieht das aus dann. Und dieser Teil wird so groß sein. Ihr müsst messen, diesen Abstand, also von Anfang bis hierhin, zweimal und noch so einmal. Also es wird so Deckel sein, ihr müsst das vorstellen. Dieses Teilchen wird oben bei der Tasche sein und das schon hintere Wand von der Tasche. Und man häkelt einmal so rum, dann hier, also diese Breite unten und bis hierhin. Also können Sie klar auch ein bisschen weniger häkeln, müsst ihr dann schauen oder umgekehrt größer häkeln, wie Deckel dann liegt. Wenn ihr größere wollt, dass der Taschenkörper ein bisschen weit unten steht, dann häkelt ihr ein bisschen mehr. Und wenn genau dasselbe wie Deckel, dann genau dieselbe Höhe wie hier. Also ich denke, ihr habt soweit verstanden und können Sie abmessen oder je nachdem, wie ihr weit sind, das alles messen. Und kann man auch in verschiedene Farben auch häkeln, zum Beispiel Streifen machen, genau dasselbe Breite wie hier Streifen oder alles in einer Farben, wie ist es Ihnen lieber. So sieht jetzt bei mir aus. Ich habe entschlossen, mittlere Streifen, das ist der Boden von Tasche, auch in weiß zu häkeln und die Seitenteile werden auch in weiß sein. Also, Abmessungen. Gesamtlänge 32 cm. Dieser braune Teil, also von hinten Tasche, ist 14 und dies auch 14. Die mittlere ist 4. Also wenn ihr nach diesem Reihen es sind diese Stellen, diese Striche, es ist doppelte Reihe. Also für Boden 1, 2, 3, 4 Stück hier. Hier sind 14 und hier sind auch 14. Bei der letzten Masche habe ich ganz schön abgeschnitten und ziehe ich einfach durch und mache ich einen Knoten. Dieses Endstück auch runterziehen, verstecken und vernähen. So, und als nächste Etappe häkeln wir 2 Stück von den Seitenteilen. Die Seitenteile sollen auch so groß sein wie diese Teil. Also hier, dann wird das zum Boden und dann das hier. So.
Also in meinem Beispiel sind 5 Maschen in die Breite und in die Höhe ist auch genau wie hier 14. Also als erste 6 Luftmaschen dreht man das rum und häkelt man zurück 5 Festmaschen. An diese Stelle. Eine Luftmasche zur Steigerung dreht man rum und jetzt vorbereitende Reihe hier in eine Wand 5 Festmaschen häkeln. Eine Luftmasche zur Steigerung und weiter mit 5 Maschen hier oben, hier unten und zusammenhäkeln. Eine Luftmasche zur Steigerung. Und so häkelt man weiter Hin- und Rückreihen, Luftmasche nicht vergessen, in die Höhe, welche wir benötigen. Hier. Bei dem ersten Teil habe ich den Garn abgeschnitten, bei der zweiten habe ich jetzt gelassen, weil ich verbinde das mit diesem Garn von der Seite. So, ich mache hier eine Knote, ziehe ich das durch. So, und ich wollte euch zeigen, 2 Möglichkeiten, wie man das zusammen verbindet. Also, erste Möglichkeit, einfach mit Festmaschen. So sieht das von der Seite Optik. Und zweite Möglichkeit mit Kettmaschen. So sieht das von hier und da sieht man noch den braunen Teil. Wenn ihr häkelt alles in einer Farbe, es ist nicht gravierend, da wird alles in einem sein. Aber wenn ihr häkelt mit 2, dann sucht aus, welche gefällt euch. 2 Stück. Jetzt brauchen wir Maschenmarkierer und verbinden wir zuerst diese 2 Stück von den Seiten zusammen mit Taschen. Und hier, also das Anfang unten, muss man noch verstecken. Hier oben, schauen Sie, Abschluss hier dasselbe wie hier. Nicht so rum habe ich das zusammen gemacht, sondern so, damit das gleich sein wird. Und alles zuerst fixieren. Also Anfang hier, am Ende. Mitte. Und weiter geht's nach unten. Hier Boden. Wer hat mehrere Maschenmarkierer, kann ruhig mehr zusammen machen. So, und jetzt das die andere Seite. Das oben. Wenn die Reihenanzahl passt zu diesen Reihenanzahl, dann schauen Sie, diese Stellen stehen genau gegenüber. Also kann man gut orientieren, wo man das zusammen verbindet. So. Und das gleiche macht man auch später an die andere Seite. Ich verbinde es einfach mit Kettmaschen. Hier bei der allererste durchziehen. Sie können schauen, wo es am besten reinzugreifen. Hier unter die 2 Faden.
hier. Und Hauptsache, dass es regelmäßige Abstände hier werden. Also Maschen gleich. Hier unter die 2 Faden. Dann hier. Und so weiter. So sieht dann aus. Und man häkelt das zusammen bis hierhin. Und so sieht das aus. Ich habe bei der letzten Masche Garn schon abgeschnitten. Die Seite und hier. So, dass man durchziehen, eine Knote bilden und dann nach innen durch mehrere Maschen runterziehen und verstecken. Auf die gleiche Weise häkelt man auch das zusammen. Und das war's, meine Tasche ist fertig. So sieht das aus. Ich habe hier 2 Karabinerringe schon befestigt. Schauen Sie, so eine Variante oder so hier zusammen. Suchen Sie es aus. Und als Ergänzung noch Magnetknopf annähen. So. Zuerst hier oben suchen Sie Stelle, wo das hier kommt. Hier, da. Und dann erstmal hier nähen, dann Tasche zumachen, eventuell auch auffüllen, dass die ihre richtige Form annimmt und dann die andere Seite von Magnetknopf annähen. So, dazu passt auch Metallkette. Und wer mag keine Metallkette, der kann auch so eine Acrylkette befestigen. Sieht auch schick aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreiben Sie mir einen Kommentar, ob diese Tasche hat euch gefallen. Über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!